Kennt ihr das Gefühl eines emotionalen Komas? Vielleicht wollt ihr es lieber Depression nennen. Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil er in der Schulmedizin eingesetzt wird, um ein Symptom zu beschreiben, was meiner Meinung nach tatsächlich nur das ist, ein Symptom für etwas tiefer Stehendes. Ich habe lange Zeit in einem emotionalen Koma gelebt. Immer mit diesen Peaks aus Panikattacken oder anderen emotionalen Extremzuständen. Und das erlebe ich bis heute. Als es anfing, hat das Wochen, Monate, Jahre gedauert. Und das beschreibt die Schulmedizin ganz schön mit einer depressiven Episode. Das ist ja so, das ist so, ne? Ein emotionales Koma ist nicht so durchgehend im Koma, sondern es hat immer wieder diese Peaks und dann fällt man wieder in das Loch und dann geht es wieder hoch, man fällt wieder in das Loch hinein. Für mich sind das Zustände, wo mein Körper mich anschreit, dass er jetzt Ruhe braucht. Jetzt ist gut. Und mein emotionales Koma findet hauptsächlich auf der Couch statt. Der Fernseher läuft. Ich würde gerne sagen, ich schaue Fernsehen, aber das wäre einfach gelogen. Er läuft einfach nur und ich lasse mich berieseln von möglichst simplen Themen. Und ich bin einfach abgeschaltet und ich möchte auch abgeschaltet sein. Weil im Gegensatz zu früher, als es anfing mit der Depression, wie gesagt, habe ich da Wochen, Monate, am Ende Jahre drin verbracht mit diesen extremen emotionalen Peaks immer wieder dazwischen. Und habe nicht verstanden, was es ist und habe dann Antidepressiva genommen, war in Therapie und habe das gemacht, was die Schulmedizin, die Psychotherapie mir darüber erzählt hat, aber es wollte nie weggehen. Dann kam die nächste Episode und die nächste Episode. Das habe ich bis heute so, nicht in dieser Extremen. Ich komme gerade aus einem emotionalen Koma. Ich habe jetzt die meiste Zeit des heutigen Tages auf der Couch verbracht, vom Fernseher. Und mir ist aufgefallen, dass das inzwischen immer dann passiert, wenn ich aus einem extrem emotionalen Zustand herauskomme. Wenn etwas passiert, was mich emotional extrem aufwühlt, da schießt mein Nervensystem in die Höhe, geht in die Übererregung. Alles ist angespannt, alles schreit mich an in mir drin und ich möchte das nicht fühlen müssen. Ich möchte das nicht fühlen müssen, weil die Emotionen so durchdrehen in mir, dass ich nur aus meinem Körper hinaus möchte. Aber es gibt ja nirgends, wo ich hin könnte. Ich lebe in diesem Körper. Und danach setzt dieses emotionale Koma ein. Das ist wirklich so dieser Peak an extremen Emotionen und dann geht es in die emotionale Untererregung. Mein Nervensystem geht in die Untererregung. Und inzwischen verstehe ich es als Hinweis meines Systems zu sagen, nach dieser extremen Anspannung, nach diesem braucht jetzt alles ein bisschen eine Pause. Und mir dann zu erlauben, diese Pause zu machen und zu erlauben, ausgeschaltet auf der Couch zu sitzen. Ich glaube, es fällt den meisten von uns extrem schwer, sich das zu erlauben, nichts zu tun. Ich habe mal ein Video gemacht zum Thema Überforderung, Anzeichen und Hilfen. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Und das ist nämlich genau dieses Gefühl, mein Nervensystem ist in der Überforderung, ich bin überfordert mit allem. Und wenn es dann in die Untererregung geht, in gar nichts fühlen, in das emotionale Koma hinein, ist es ganz wichtig für mich, nicht an dieser Anspannung, was hier oben passiert ist, festzuhalten, weil das will mein System. Alles, was da passiert ist, alle Emotionen, die da passiert sind, das kann bei euch vielleicht Panikattacken sein. Vielleicht habt ihr einen extremen Verlust erlebt. Vielleicht sind es auch einfach nur Konflikte in eurer Familie, in eurem Job, wo auch immer. Diese emotionalen Zustände können ja alle sein. Und danach fällt man in dieses emotionale Koma. Und der Körper braucht das. Der Organismus braucht dieses emotionale Koma. Und jetzt kommt aber das Schwierige, da wieder rauszukommen. Und mal ehrlich, ich habe immer die Hoffnung, hoffentlich ruft mich jemand an. Hoffentlich kommt jemand und weckt mich auf. Vielleicht haben wir alle, oder vielleicht habe ich zu viel Walt Disney-Filme gesehen. Das Dornröschen, das vom Prinzen geweckt wird. Und wisst ihr, was genau dann passiert? Kein Mensch ruft an. Niemals.
Also musste ich für mich lernen, okay, ich ziehe mich an meinem eigenen Zopf aus dem Sumpf. Was tut mir in dem Moment gut, wenn ich in diesem emotionalen Kummer bin? Erstmal muss ich erkennen, dass ich in diesem emotionalen Kummer bin, dass mein Körper gerade Ruhe braucht, dass mein Gehirn gerade Ruhe braucht, dass meine Emotionen gerade Ruhe brauchen. Dem erlauben, da zu sein und dann irgendwann für mich die Entscheidung zu treffen, und jetzt stehe ich auf und mache etwas anderes. Und was ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, ohne Druck. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung in unser aller Leben im Alltag, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr einen Partner, eine Partnerin habt. Druck bedeutet, die Kinder kommen wollen was zu essen. Und dann zwingt man sich, von der Couch aufzustehen und ihnen was zu essen zu kochen. Und das macht die Überregung, oder das schickt einen wieder in die Überregung. Aber stattdessen, was wir tun wollen, wir wollen eine Balance herstellen, anstatt dass wir in diese Extrem jedes Mal gehen, Übererregung, Untererregung, Übererregung, Untererregung, wollen wir natürlich uns hier in einer Balance aufhalten, und auch da sind so kleine Ausschläge, aber eben nicht diese Extreme, die uns immer von einem extremen Zustand in den anderen schicken. Und dazu sagen, okay, wie kann ich ganz, ganz, ganz ohne Druck für mich einen Weg aus diesem emotionalen Kummer herausfinden. Und bei mir ist es dann, hinauszugehen in die Natur und mich da zu bewegen. Und bewegen meine ich nicht, ich gehe joggen oder möchte schlank werden und sportlich, sondern wirklich ganz entspannt. Vielleicht habe ich auch Kopfhörer auf und höre Musik. Oder vielleicht bin ich in der Natur mit den Geräuschen der Natur. Das ist immer ganz unterschiedlich. Und so meinen Körper wieder langsam aus dieser Untererregung, anstatt dass er in die nächste Extreme wieder geht, langsam aus dieser Untererregung hochzuholen, in eine Balance. Und die größte Herausforderung ist, dem Umfeld das klarzumachen. Ich glaube, es ist extrem schwierig für das Umfeld, das zu sehen. Und zu erkennen, Druck ist jetzt das, was diese Person, die gerade in diesem emotionalen Kummer ist, am wenigsten braucht. Und der schlimmste Druck ist der, den ihr euch selbst macht. Oder den ich mir auch selbst mache. Und aus diesem Druckgefühl rauszukommen, um wieder ganz, ganz sanft in die Balance zu kommen, anstatt in diese Extreme zu gehen. Und so kann man sich Schritt für Schritt wieder an eine Balance annähern, anstatt diese Extreme auszuleben. Probiert's mal aus.